Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Heute habe ich mal wieder einen richtig schönen Tipp für euch, der tatsächlich ziemlich unbekannt ist, obwohl er so praktisch ist. Und ich sitze auch schon im Auto, denn das ist die typische Situation, wo ihr diesen Tipp gebrauchen könnt. Stellt euch vor, ihr sitzt genauso wie ich jetzt im Auto und ihr wartet auf irgendwas. Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen Zeit im Auto verbringen. Irgendjemand ist beim Einkaufen, die Kinder noch in der Schule. Und dann möchte man vielleicht ja gerne im Auto ein bisschen Radio hören oder einfach das Auto ein bisschen kennenlernen, wenn man es eben gerade frisch bekommen hat. Jetzt gibt es ja diesen Startknopf und ihr kennt den. Das heißt, wenn man da drauf drückt, dann springt ja immer das Auto an. Dann fragt man sich ja, wie kann ich denn hier eigentlich das Radio anmachen? Und tatsächlich, das ist wirklich super einfach. Wir fangen aber mal ganz von vorne an. Wenn ihr starten wollt, das kennt ihr, habt ihr ein Automatikfahrzeug, geht ihr einfach auf die Bremse, dann leuchtet auch dieser Startknopf grün. Grün heißt startklar. Habt ihr eine Schaltgetriebe, einfach Kupplung drücken, leuchtet der natürlich auch grün. Wenn ihr nicht die Kupplung, nicht die Bremse drückt, dann leuchtet da auch nichts, dann ist das System in einer Art Schutzschaltung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt das Auto putzt und ihr kommt ja versehentlich auf diese Taste drauf, dann sollte das Auto natürlich ja nicht anspringen, das wäre ja auch gefährlich. Aber die Taste hat schon eine Funktion. Ihr drückt zum Beispiel einfach einmal auf diese Taste drauf, vielleicht sieht man das jetzt schon hier im Video, dann geht das System komplett an. Das heißt, ihr könnt hier in diesem Mazda Connect System schon mal ein bisschen Radio hören, ein bisschen rumspielen, euch mit dem Auto vertraut machen, gar kein Thema. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr euch noch an die Autos mit den Zündschlüsseln erinnert, das ist praktisch Zündung Stufe 1, also ein Klick sozusagen. Und ja, dann gab es natürlich noch einen zweiten Klick, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da sind dann diese ganzen Lichter angegangen und auch die Lüftung ging noch an. Das geht bei uns natürlich ganz genauso, wenn ihr sagt, ich will die Sitzheizung ein bisschen anmachen, weil es so kalt ist, aber ich will den Motor natürlich nicht laufen lassen, dann drückt ihr bitte noch ein weiteres Mal drauf, also praktisch um eine Stufe weiterzukommen. Ihr seht schon hier, jetzt leuchtet auch hier alles auf. Das Auto ist eigentlich fast so, als wenn ihr fahren würdet und alle Funktionen sind nun aktiv. Aber, ganz wichtig, müsst ihr aufpassen, jetzt verbraucht das Auto extrem viel Strom und dieser Strom muss von eurer Autobatterie entnommen werden. Und wenn ihr ein normales Fahrzeug habt, dann nimmt er diesen Strom von eurer 12 Volt Batterie, die ist natürlich nicht endlos groß. Deswegen empfehle ich euch hier besonders mit dem zweiten Modus wirklich nicht allzu lange zu arbeiten. Empfehlung wäre wirklich so 15-20 Minuten mit voller Power, denn die Autos haben teilweise Bose Soundsystem mit drin, super viele Sensoren. Das braucht richtig, richtig viel Strom. Und am besten auch danach nochmal eine kleine Runde fahren, dass die Batterie sich wieder erholen kann. Habt ihr Zündungsstufe 1, also wirklich nur einmal gedrückt, ist der Verbrauch natürlich ein bisschen weniger. Da empfehle ich so maximal 20-25 Minuten. Wenn ihr jetzt natürlich ein Hybridfahrzeug habt, so wie ich jetzt gerade hier, in dem ich sitze, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, nicht diesen Modus zu verwenden, den ich euch gerade gezeigt habe, sondern hier könnt ihr das Auto einfach ich sag mal, startklar machen. Startklar heißt, also so tun, als wenn ihr fahren würdet, denn das Auto hat ja hier ein Hochvoltsystem und dieses Hochvoltsystem versorgt nun also die kompletten Extras mit Strom und die hat natürlich wesentlich mehr Kapazität. Ihr seht das immer daran, dass dann auch hier dieses Ready steht und ihr hört schon, da läuft kein Motor und das ist natürlich der perfekte Modus und zusätzlich wird da sogar noch die Klimaanlage und auch die Heizung laufen, die dann eben mit Zündung nicht laufen würde. Damit euch übrigens, wenn ihr kein Hybridfahrzeug habt, die Batterie nicht so schnell leer wird, hat Mazda nochmal eine Schutzabschaltung integriert. Das heißt also ungefähr nach 25 Minuten wird die Zündung sowieso automatisch ausgehen, um euch zu sagen, Vorsicht, jetzt wird es langsam eng. Ja, und wenn ihr danach nochmal anmacht, dann wird es halt wirklich eng. Dann kann es natürlich auch sein, dass das Auto mal nicht mehr anspringt. Deswegen sagte ich, am besten hinterher auch mal ein Stückchen fahren. Jetzt, wenn ihr in diesem Zündungsmodus an seid, ich zeige euch das nochmal, also wir haben ja Stufe 1 ist die kleine Zündung, Stufe 2 eben nochmal und wenn ihr es wieder ausschalten wollt, ist auch ganz einfach. Einfach nochmal draufdrücken. Ich habe jetzt wirklich keinen Fuß am Gaspedal und keinen Fuß am Bremspedal oder an der Kupplung und dann ist auch alles wieder aus. Also von daher wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen, aber tatsächlich scheinen es wirklich nur sehr wenige zu kennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch dieser Tipp gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren, der ist absolut kostenlos für euch und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Quick-Tipp.